Es gibt politische Interviews, die verrauschen. Und es gibt Interviews, die bleiben. Nicht wegen eines Versprechers, nicht wegen eines missverständlichen Halbsatzes, sondern weil ein Politiker darin offen ausspricht, was sonst hinter wohlklingenden Formeln verborgen bleibt. Damit ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Der Auftritt von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bei Markus Lanz gehört eindeutig zu der zweiten Kategorie. Denn was Günther hier sagt, ist kein Ausrutscher. Kein rhetorischer Fehltritt, sondern eine bewusste, klare und öffentlich geäußerte Position. Ich werde aus urheberrechtlichen Gründen keine Ausschnitte des Öffentlich-Rechtlichen benutzen, da diese in der Regel geclaimt werden oder das Video gelöscht wird, besonders bei kleinen YouTubern. Auf YouTube gibt es jedoch genügend Videos mit diesen Aussagen. Auf die konkrete Frage, ob missliebige Medien reguliert, zensiert oder im Extremfall sogar verboten werden müssen, antwortete der amtierende Ministerpräsident knapp und eindeutig: Ja. Kein Relativieren, kein "so war das nicht gemeint" und auch kein Verweis auf juristische Feinheiten. Ein schlichtes, politisch hochbrisantes Ja. Ein Satz, der nicht gesagt werden dürfte. In einer liberalen Demokratie ist das kein normaler Satz. Es ist ein Satz, der Alarm auslösen muss. Denn das Grundgesetz ist an dieser Stelle bemerkenswert unflexibel. Artikel 5 Absatz 1 ist keine Absichtserklärung, keine Verhandlungsbasis, kein moralischer Appell. Er ist ein Verbot. Klar, eindeutig und unmissverständlich. Eine Zensur findet nicht statt. Kein Sternchen, kein Außer wenn, kein politischer Spielraum. Daniel Günther stellt sich mit seiner Aussage offen gegen dieses Grundgesetz, nicht im Affekt, nicht unter Druck, sondern ruhig, kontrolliert und zur besten Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das alleine wäre ein politischer Skandal und müsste einen Rücktritt als Konsequenz haben, da auch ein Ministerpräsident sich nicht über das Grundgesetz, besonders nicht über einen Artikel des Grundgesetzes stellen darf, welcher unter dem Schutze einer Ewigkeitsklausel steht. Die Begründung ist das eigentliche Problem. Besonders aufschlussreich ist jedoch nicht nur das Ja zur Zensur, sondern die Begründung, die Günther liefert. Er spricht von Medien, die den Eindruck erwecken, man müsste bestimmte Dinge sagen. Und er erklärt diesen Eindruck kurzerhand für falsch. Das ist bemerkenswert, denn in einer Demokratie entscheidet nicht die Regierung darüber, welche Meinungen den Eindruck erwecken dürfen und auch nicht darüber, welche Debatten wünschenswert sind oder nicht. Das entscheidet alleine die Verfassung und im Zweifel natürlich auch die Gerichte, aber auf keinen Fall die Exekutive. Wenn ein Ministerpräsident beginnt, problematische Berichterstattung nicht inhaltlich zu widerlegen, sondern als Gefahr für Demokratie zu framen, dann geht es hier nicht mehr um den Schutz, sondern um staatliche Kontrolle, die dem Staat jedoch nicht zusteht. Kritik ist kein Angriff, sie ist Normalzustand. Natürlich gibt es journalistische Standards. Natürlich gibt es Falschbehauptungen, Manipulation und schlechte Arbeit. Aber über Qualität entscheidet in einer freien demokratischen Gesellschaft nicht die Regierung, sondern Redaktionen, Presseräte, Medienrecht und notfalls Gerichte. Was Günther hier vorschlägt, ist etwas anderes. Kritische Medien einschränken, gleichzeitig traditionelle Medien staatlich fördern, unerwünschte Narrative begrenzen und Genehme stabilisieren. Das ist kein Zufall, das ist ein geschlossenes Machtkonzept. Man könnte es auch so ausdrücken. Ein 360-Grad-Angriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit. Ein gefährlicher Denkfehler. Daniel Günther begründet seine Position auch mit der AfD. Man müsse gemeinsam ein positives Bild von Deutschland zeichnen. Parteienstreit überwinden. Kritische Stimmen eindämmen. So ließe sich Vertrauen zurückgewinnen. Das ist ein fundamentaler Irrtum. Parteien verlieren Vertrauen nicht wegen zu viel Meinungsfreiheit. Sie verlieren Vertrauen, weil Menschen sich nicht gehört fühlen, weil wirtschaftliche Sorgen ignoriert werden, weil politische Versprechen folgenlos bleiben, weil Fehlentscheidungen, etwa in der Energie- oder Migrationspolitik, nicht aufgearbeitet werden. Daniel Günther begeht hier einen folgenreichen Fehler und bemerkt nicht, wohin seine Aussagen gehen und welche Vibes sie auslösen. Der Streit der Parteien ist in einer funktionierenden, starken Demokratie wichtig. Kritische Stimmen, die von anderen Parteien und Medien kommen, sind unerlässlich. Wenn man die Meinungen und den Streit in Parlamenten auf eine Linie bringt, weil es keine anderen Meinungen im Parlament mehr gibt, dann sind wir in der DDR 2.0 angekommen. Wenn man Medien unterdrückt, indem man sie auf Parteilinie synchronisiert und Kritik unerwünscht ist, dann ist man in Nordkorea. Das ist ein Desaster. Die AfD wächst nicht, weil Medien zu kritisch berichten, sie wächst, weil Politik zu oft an der Lebensrealität vorbeiregiert. Wer darauf mit Zensur reagiert, bekämpft nicht das Symptom, sondern beschädigt die Ursache der Demokratie selbst. Ein Blick in die Geschichte genügt.
Probleme verschwinden nicht, indem man ihre Austragungsorte schließt. Das ist kein neues Konzept. Das kennt man aus autoritären Systemen. In der DDR wurden schwere Verbrechen häufig nicht öffentlich gemacht, um das Bild eines kriminalitätsfreien Sozialismus zu wahren. Parteienstreit galt als schädlich, Kritik als Gefahr. Die Realität verschwand nicht. Sie wurde einfach nur verschwiegen. Dass ein deutscher Ministerpräsident dieses Denken öffentlich anklingen lässt, ist kein Detail, sondern ein Warnsignal, dass die Demokratie in größter Gefahr ist. Wer entscheidet, was schädlich ist? Der entscheidende Punkt ist dieser. In dem Moment, in dem entschieden wird, wer festlegt, welche Meinungen, Medien oder Positionen als schädlich gelten, steht nicht mehr nur das Prinzip der Pressefreiheit zur Debatte, sondern auch das demokratische Prinzip selbst. Die Entscheidung darf weder beim Staat liegen, noch bei ausgelagerten Akteuren, die lediglich eine andere Organisationsform tragen. Denn Demokratie und Meinungsfreiheit gehören nicht in die Hände von Ministerien, aber ebenso wenig in die Hände von NGOs, die auf Social-Media-Plattformen Meinungen melden, einschränken oder systematisch zur Anzeige bringen. Hate Aid wäre das beste Beispiel. Besonders problematisch wird es dort, wo NGOs staatlich finanziert oder politisch alimentiert werden. Denn eine NGO, die vom Staat lebt, ist keine neutrale Instanz mehr. Sie handelt nicht objektiv, sondern zwangsläufig subjektiv entlang ihrer politischen Ausrichtung. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich eine solche NGO links, rechts oder Mitte verortet. Jede politische Organisation, unabhängig vom Etikett, wird ihre eigene Weltsicht verteidigen, Narrative priorisieren und andere Meinungen als problematisch, gefährlich oder nicht akzeptabel markieren. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Meinungseinschränkungen, Meldestrukturen, de facto Zensur, nur ausgelagert, delegiert und moralisch aufgeladen. Wenn der Staat beginnt, Verantwortung für Meinungsregulierung an NGOs abzugeben, entsteht keine Zivilgesellschaft, sondern eine Schattenzensur von privat, faktisch politisch wirksam, demokratisch nicht legitimiert. Denn auch NGOs sind keine Hüter der Wahrheit. Sie sind Akteure im politischen Raum mit Interessen, Ideologien und Machtansprüchen. Und genau deshalb gilt: Demokratie lebt nicht davon, dass sie Meinungen filtert, egal ob durch Ministerien oder durch zivilgesellschaftliche Partner. Sie lebt davon, dass auch falsche, laute, unangenehme und widersprüchliche Stimmen aushält und ihnen auch mit Argumenten begegnet. Nicht mit Verboten, nicht mit Zensur, nicht mit staatlicher oder staatlich finanzierter Lenkung des Diskurses. Denn in dem Moment, in dem die Freiheit nicht mehr Grundrecht, sondern Gnadenakt wird, egal durch wen, hat die Demokratie ihre moralische Überlegenheit verloren. Das eigentliche Risiko. Ja, die AfD mag strittig sein. Ja, ihre Positionen sind tatsächlich oft strittig, manchmal auch altmodisch oder politisch fraglich. Aber mindestens ebenso gefährlich ist ein demokratisch gewählter Ministerpräsident, der offen über Zensur und Medienverbote spricht und damit die Grundlagen der freiheitlichen Ordnung relativiert, oder eine Partei wie die Linke und ihre Jugendorganisation, die den Kommunismus bzw. Sozialismus ausleben will und dem mündigen Bürger die Gleichheit aufzwingen möchte, die in Armut und Rückwärtsgewandtheit endet, so wie in der DDR. Denn wer glaubt, Freiheit beschneiden zu müssen, um Demokratie zu retten, hat beides nicht verstanden. Mein Fazit: Daniel Günther hat in diesem Interview nicht die Demokratie verteidigt, sondern ein Machtverhältnis offengelegt, das man eigentlich überwunden glaubte. Die Maske ist gefallen. Nicht zum Vorschein kam ein Demokrat in Bedrängnis, sondern ein Politiker, der Kritik nicht aushält und sie deshalb massiv einschränken und regulieren will. Das darf man nicht achselzuckend hinnehmen, auch nicht aus parteipolitischem Kalkül. Sich gegen die Aussagen von Daniel Günther zu stellen, ist ein demokratischer Auftrag eines jeden Bürgers und Politikers, schon alleine aus dem Respekt dem Grundgesetz gegenüber. Daniel Günther muss diese Aussagen öffentlich zurücknehmen, sich erklären und die politische Konsequenz ziehen in Form eines Rücktritts. Die Demokratie stirbt nicht mit einem Knall. Sie stirbt leise, mit wohlmeinenden und gut klingenden Begründungen, manchmal mit einem beifälligen Ja zur Zensur. In diesem Sinne. Wenn ihr bis hierhin da geblieben seid, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Einordnung gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da. Das würde dem Kanal enorm helfen. Abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr auch künftig Analyse statt Simulation wollt. Und ganz wichtig: sachliche Kritik, Gegenargumente und Diskussionen sind ausdrücklich willkommen. Denn Demokratie lebt vom Streit und nicht von Zensur. In diesem Sinne, euer Alex.